Hallo, herzlich willkommen zum neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Beim Zeichnen und Malen ist der Negativraum, also der Leerraum um die Objekte herum, genauso wichtig wie die Objekte selbst. Wenn du den Negativraum in deiner Malerei bewusst mit einbeziehst, werden deine Aquarelle sofort um Klassen besser werden. Wie genau das funktioniert und wie du die Negativtechnik in deinen Bildern einsetzen kannst, zeige ich dir im folgenden Video. Die Bereiche, die zwischen Motivelementen liegen oder sie umgeben, bezeichnet man als Negativraum. Hier bei meinem heutigen Motiv, diesen Pilzen, ist es der Bereich zwischen den Pilzen oder auch der Bereich dahinter. Der negative Raum trägt entscheidend dazu bei, dass die Bildmotivelemente stärker in den Vordergrund rücken. Er verstärkt sie sozusagen in ihrer Wirkung. Negativraum kann dabei hell oder dunkel sein, das ist ganz unterschiedlich. Für mich wird es immer besonders interessant, wenn es zwischen Negativraum und Objekten starke Tonwertunterschiede gibt. Helles Motiv vor dunklem Hintergrund oder eben genau umgekehrt ist für den Maler besonders interessant. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder und wir versuchen gemeinsam besonders auf den negativen Raum zwischen den Objekten zu achten. Hier in der Schwarz-Weiß-Version sehen wir noch einmal sehr schön, wie stark der Tonwertkontrast zwischen dem Hintergrund und dem Pilz hier auf der sonnenbeschienenen Seite wirklich ist. Das werde ich also versuchen, gleich beim Malen umzusetzen. Zunächst zeige ich euch jetzt ein paar Aquarelle von mir und wir versuchen einmal gemeinsam auf den Negativraum in den Bildern zu achten. Oft, wenn man weiße Blumen oder weiße Objekte malt, ist natürlich der Negativraum besonders wichtig, um das Weiß richtig zum Strahlen zu bringen. Hier müssen wir im Aquarell ja immer darauf achten, dass wir das Papierweiß nicht verlieren. Das heißt, wir malen mit der dunklen Farbe um das Objekt herum und schaffen so eine strahlende Blüte. In Landschaftsaquarellen oder in solchen städtischen Ansichten ist der wichtigste Negativraum oftmals der Himmel. Und hier schaue ich, dass in meinem Bild der Negativraum, zum Beispiel jetzt hier auf der linken Seite der Kirchturmspitze und auf der rechten Seite, nicht gleich ist und das Ganze einem schönen, schwungvollen Rhythmus folgt. Auch hier bei dieser Welle arbeite ich mit dem Negativraum. In diesem Fall hier die türkisgrüne Wasserfläche, die wieder hier einen interessanten Rhythmus im Bild vorgibt. Bei diesem Schneewaldstück wäre der Negativraum jeweils zwischen den Baumstämmen. Auch hier achte ich auf einen unterschiedlichen Rhythmus, die Abstände sind jeweils unterschiedlich und auch die Form der Negativräume variiert. Hier sehen wir auch wieder einen interessanten großen Negativleerraum im Himmel. Und auch hier können wir den Negativleerraum betrachten zwischen diesen beiden Steinen, der besonders dunkel gemalt ist, um die Steine hier in der räumlichen Anordnung nach vorne zu bringen. In diesem Fall hier bei diesen 3 Steinen ist es auch wieder so, dass dieser vordere Stein nur entsteht, weil ich den hinteren Stein dunkler male. Es ist also wieder eine ganz typische Negativmalerei. Wir malen ein Objekt und ein zweites Objekt entsteht von ganz allein. Dieses Bild hier arbeitet weniger mit der Negativmalerei, aber auch die Leerräume sind hier sehr interessant. Wir schauen gemeinsam nochmal auf die Zwischenräume und auf die Variation der Größe und der Form. Dieses schöne Motiv wird im nächsten Livestream für alle Unterstützer ab 10 € Paket gemalt. Dieser Livestream findet statt am 5. November 2024. Wir malen in der Technik Aquarell ganz anders, dieses leuchtende Motiv gemeinsam. Wenn du an diesem Abend dabei sein möchtest, aber noch nicht Unterstützer unseres Kanals bist, schau einfach unter dem Video, dort gibt es einen Link zu Steady, deine Unterstützung und dort findest du alle Infos. Um die Leerräume für mein Aquarell jetzt wirklich gut zu nutzen, empfiehlt es sich, im Vorfeld eine Tonwertskizze anzufertigen. Hier haben wir nochmal die Umrisse unserer 2 Pilze im Wald und ich werde jetzt versuchen, durch 3 verschiedene Tonwertstufen mein Motiv gut herauszuarbeiten. Hier im Hintergrund möchte ich den dunkelsten Tonwert anlegen und durch das kräftige Malen des Hintergrundes entsteht der Pilz von ganz allein. Der Zwischenraum zwischen beiden Pilzen
wird auch recht dunkel gehalten, sodass die Pilze richtig gut in den Fokus gerückt werden. Wenn wir nun die Leerräume betrachten, sehen wir unterschiedliche Rhythmen. Hier ist der Hintergrund anders geformt als auf der rechten Seite. Und zwischen den beiden Pilzen ergibt sich auch eine sehr interessante Form. Für den Vordergrund hier lege ich jetzt einen hellen mittleren Tonwert an und die Pilze werden auf der schattigen Seite etwas dunkler schraffiert. Mit dieser Tonwertskizze kann ich jetzt sehr gut sehen, ob mein Aquarell funktioniert und ob die Leerräume, die Negativräume wirklich interessant gestaltet sind. Der Fahrplan für mein Aquarell ist fertig, das heißt, ich werde eine helle Lasur über das gesamte Bild legen, hier schon die hellen Bereiche der Pilze mit einarbeiten und dann mit einem relativ dunklen und kräftigen Hintergrund die Pilze als Negativform herausarbeiten. Die Materialien für diese kleine Übung in der Negativtechnik sind folgende Farben: Lichter Ocker, Sienna gebrannt, Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Ultramarin Blau, Neapelgelb von Schminke und Green Appetite Genuine von Daniel Smith. Ich arbeite auf Büttenpapier, circa im Format DIN A4. Und ich male mit meinen eigenen Pinseln, das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10 und ein synthetischer Detailpinsel in der Größe 6. Mit dem Flachpinsel Nummer 10 von Da Vinci Junior Synthetics wasche ich die Lichtkante am Pilz später aus. Für die erste sehr helle Lasur lege ich jetzt eine Farbmischung aus Lichter Ocker, Alizarin Karmesin und etwas Sienna gebrannt über die beiden Pilze. Hier töne ich nur leicht das Papier, damit der Pilz nachher schön in der Sonne strahlen kann. Die Pilzfarbe wird ganz locker in den Hintergrund gezogen, so kann ich das ganze Blatt in dieser warmen Farbigkeit grundieren. Hier werde ich ja später dann mit der dunklen Farbe noch einmal dagegen gehen. Im unteren Bereich grundiere ich mit Lichter Ocker und Green Appetite Genuine. Hier ist der Plan ja später mit einem mittleren Tonwert zu arbeiten, also werden diese Bereiche später eventuell noch teilweise übermalt. Auf die Pilzköpfe sprühe ich ein wenig Wasser. So bekomme ich noch eine schöne Struktur in diese Fläche hinein. Ich habe das Blatt jetzt einmal komplett trocken geföhnt und werde jetzt mit den dunklen Farbwerten meine Hauptobjekte, die beiden Pilze, negativ herausarbeiten. Das heißt, ich male jetzt den Hintergrund und die Pilze entstehen von selbst. Ich mische mir Ultramarin Blau, Sienna gebrannt und nehme auch mein Green Appetite Genuine in die Mischung mit hinein. Hier auf der linken Seite möchte ich ein paar kleine Blätter aussparen. Es ist jetzt wichtig, die Hintergrundfarbe zu variieren, aber im Tonwert sollte es möglichst gleich bleiben. Auch hier zum Vordergrund hin ist es so, dass ich mit dem Malen des Hintergrundes jetzt den Vordergrund gestalte.
Auch hier möchte ich ein paar Blätter stehen lassen, einfach um den Hintergrund ein bisschen zu beleben. Und wir können auch hier ein bisschen ins hellere Grün wieder variieren. Wir sehen, wie durch die geschlossene Form der Hintergrundmalerei negativ mein Bildfokus heraustritt und das Bild anfängt zu leuchten. Die harten Ränder hier der kleinen Blattformen löse ich stellenweise ein wenig an und auch auf der rechten Seite. Ein paar Spritzer in die große Form des Hintergrunds geben noch ein wenig Lockerheit. Den Vordergrund hier möchte ich noch ein wenig dunkler gestalten, damit ganz klar ist, dass der Hauptaugenmerk auf den leuchtenden Pilzen liegt. Die Mischung ist jetzt etwas wässriger als hier im oberen Bereich. Es soll ein mittlerer Tonwert erreicht werden. Mit einem Malspachtel ritze ich noch ein paar Gräser ein. Und mit einer dunklen Farbe spritze ich noch ein wenig Laub hier vorne auf die grüne Wiese. Nun möchte ich die Pilze noch auf der schattigen Seite etwas abdunkeln. Und auch hier im unteren Bereich und auf dem Stiel gibt es noch etwas Dunkelheit einzuarbeiten. Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau, etwas Alizarin ist auch dabei, male ich die linke Seite jetzt hier etwas dunkler. Und verblende mit Wasser. Den unteren Bereich unter dem Schirm male ich mit lichter Ocker und etwas Jaune Brillant. Und setze dann noch ein wenig von der dunklen Mischung in die entsprechenden Stellen hinein. Für die Schattenfarbe des Stiels verwende ich etwas mehr Blau und auch einen Hauch Alizarin. Und jetzt achten wir wieder auf die schöne Negativ-Leerform an dieser Stelle, wo das Sonnenlicht hier unten auf den Pilzstiel trifft. Eine helle Form hier an der äußersten Kante der Kappe wasche ich mit dem Auswaschpinsel heraus. Für den zweiten Pilzkopf arbeite ich wieder mit einer Mischung aus Sienna gebrannt, lichter Ocker und etwas Alizarin. Und verblende hier wieder mit Wasser. Ein kleiner bläulicher Schatten kommt noch auf den kleinen Pilz hier und auch hier unten. Und hier unter dem Stiel möchte ich auch den Schatten noch etwas intensivieren. Und damit ist mein kleines Motiv auch schon fertig. Durch die Negativmalerei sind die Pilze im Motiv richtig zum Leuchten gebracht. Ich habe den dunklen Waldhintergrund gemalt und die Pilze dabei komplett ausgespart. Der Tonwertsprung zwischen dem dunklen Waldhintergrund und dem hellen Pilz ist ganz besonders wichtig.
Wir können fast sagen, dass wir hier eine Tonwertstufe in Richtung Nummer 7 vorfinden und hier auf dem Pilz sind wir wirklich fast bei Papierweiß Tonwertstufe 1,5 bis 2. Wenn du diese Tonwertsprünge nutzt, um dein Interesse im Bildfokus zu versammeln, wirst du auf alle Fälle interessante und gut lesbare Aquarelle malen. Probiere es aus und scheue nicht davor zurück, Tonwertskizzen im Vorfeld anzufertigen. Sie helfen dir, deine Gedanken zu klären, deine Tonwerte zu ordnen und einen Fahrplan für das folgende Aquarell zu erstellen. Die Negativmalerei, also das Hinterlegen mit dunkleren Tonwerten, ist in der Aquarellmalerei ein ganz wichtiges Werkzeug. Mit wenig Aufwand kannst du so leuchtende Aquarelle malen. Ich hoffe, ich habe dir heute mit dieser kleinen Übung den Weg dahin ein wenig aufgezeigt und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem herbstlichen Motiv und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.